und anlösen. Jetzt machen wir diese Sieb hier drin. Zack. Zack, zack. Und where is the shovel, man? Habt ihr die gesehen? Falls ihr die seht, schreibt mal rein. Okay. Gut. Wir wollen ja hier Masse machen und nicht rumkleckern. Hier habe ich das Gold, was verschwunden ist. Hier klebt noch das Leben dran von der Pfanne dahin, was fast verschwunden ist. Mit aufgebuddelt. Kleine Schaufel auch immer sehr praktisch. Erstens kann man die an den Rucksack schnallen. Wiegt nicht so viel und auch für kleine Aktionen, so wie jetzt hier mit so einem großen Gartenspaten, ist alles nicht Optimus Prime. Wir wollen natürlich Optimus. Wir sind nicht umsonst die Berlin Bedrock Warrior. Baker 11117, Gold ist in Sicht. Fette Scheiße. Spüle mal kurz. Müsst ihr sehen. Ich hoffe, da kleckert jetzt nicht. Und zack. Richtig geiler 1A Material da unten. Von euch ist es dann rechte Seite, die links, sorry, und auch in Polen gekauft, die Schaufel, seht gerade. Das passt ja. Polnische Schaufel, polnischer Pedel. Der absolute Knaller. Und vergesst nicht, Ostern sind wir an der Front, direkt die Flussrinne am Start. Es wird richtig knallen. So, Material weg. Und jetzt Wasser rein. Wir auch noch fangen und dennoch im Glas machen. Kommt auch noch mal ein Special. Gold richtig sortieren, das wird die nächste Folge. Gold richtig sortieren auf dem Blue Table. Wir bauen einen eigenen Miller Table Special. Das wird krass, Männer. Wenn ihr Bock habt auf diese Action-Abenteuer, dann bleibt dran, abonniert. Und wenn ihr richtig cool seid, dann lasst ihr sogar noch ein Like da. So, jetzt schauen wir mal rein, was hier als Rest drin ist. Das halte ich euch gleich mal unter die Nahaufnahme. Weil selbst hier ist ja noch Gold drin. Da ist ja jetzt der Mikrostaub ist raus. Und trotzdem haben wir hier noch hochkonzentriertes Material, was sich jetzt sogar auch noch besser waschen lässt, weil dieser kleine Schlamm, alles was kleiner als 120 Mikron ist, raus ist. Liegt jetzt richtig dicht. Da muss man auch mal richtig kloppen, dass sich die Poren wieder öffnen. Kann das alles ab, hoffentlich. Aber das Gold auf jeden Fall. Das Sieb hält, weiß ich nicht. Mache ich heute auch zum ersten Mal. So, auch mal mit der Hand nochmal nachhelfen. Schön durchmassieren, dass das Gold sich rauslöst. Wir wollen ja was sehen. Ja. Da muss man nicht nach Alaska fahren oder in die Alpen. Hier bei uns in der Hauptstadt gibt es auch Gold.
Washing. So, genau. Hier läuft alles. Wie ist es denn? Oh, Stunde ist schon rum. Ja, die Zeit rennt, die Zeit rennt. Dann geben wir jetzt mal Gas. Deswegen ist es gut, deswegen will ich das schneiden für euch Freitag. Dann habt ihr am Wochenende die ganzen Action-Szenen zusammen. Und für die Hardcore-Fans lasse ich natürlich den ungecutteten Teil auch online, damit ihr alles live genau mitkriegt. So, Mikrogold hat sich gesetzt. Wir kippen jetzt mal ab. Kamera noch aktiv. Ja, super. Im Idealfall lässt man das natürlich über Nacht stehen, wa? Das ist jetzt hier alles live. Oh, geil. Seht ihr das? Wie geil dieser Sand aussieht? Ich setze mal kurz rum. Und sehe, dass ihr das seht, weil das ist hier Highlight. Goldwaschen in Deutschland. Das ist Action. Seht ihr dieses Mikrogold? Muss den genauen Winkel finden. So. Da hängt der ganze Sand jetzt drin und den waschen wir jetzt in diesen Rinn. Let it run. Die Schaufel, die liegt noch in dem polnischen Beutel und ich hole jetzt auch mal die polnische Ware ran, den polnischen Paydirt. So, hier ist der Stoff aus Polen. Feinster Paydirt Firma Oder. Schaut in die Shorts hier rein. Da wisst ihr, wie die Geschichte losgeht. Das ist Teil der 1 Kilo Paydirt Challenge. Wir suchen verrückte Orte raus. Wenn ihr verrückte Orte habt, schreibt sie rein. Wo soll ich suchen? Hier auch nochmal die Aufnahme. Die Pfanne, weil es hieß, die wurde nicht eingeschliffen in den Kommentaren. Hier, die ist eingeschliffen. Mit 200er hat er recht. Ist auf jeden Fall richtig. Für normales Gold in Bayern und bis irgendwo. Aber hier in Berlin nehmen wir eine feine Messingbürste. Oder idealerweise 800er oder 600er. 200er ist zu grob. Kann man ausrechnen. 200 mm Schleifpapier mit 200 Körner pro Quadratzentimeter. Das ist zu groß für unsere Angelegenheit. So, wir haben 2 Proben genommen und das ist Nummer 2. Merkt es euch, Männer, bevor ich das vergesse. Die eine Seite von dieser Bucht und dann die andere Seite. So haben wir einmal die Spülkante und einmal die andere Kante, wo der Sog von der Strömung ist. So sieht das Ganze aus. Auch sehr kieshaltig. Ich hoffe, ihr seht es. Ja, super. Genau. Ich finde die Technik auf jeden Fall geiler wie letzte Mal. Jetzt kommt erstmal noch der Special Move. Jetzt kommt hier super feiner. Alter. Das ist wie Eiscreme. Wie Eiscreme. Der absolute Hammer. Ich hoffe, ihr seht es. Die Konsistenz so fein und ab in die Rinne damit. Nicht so viel. Geil. Richtig geil. Boah. Ich hoffe, ihr seht es. Aber mal, ich probiere mal hier.
Seht ihr diesen Sonnenlichtstreif? Da. Halt mal ein bisschen länger ruf, dass der Autofokus kommt. Das ist der Knaller. Fehlt was? Welchen aufmerksamen User fällt auf, was da fehlt? Der Kaffeeweißerbecher, genau. So, weiter geht's. 19 Aufrufe schon, coole Nummer. Schön, dass ihr reinschaltet, ich freue mich. Jetzt probieren wir heute mal was anderes aus. Ne, machen wir nicht. Wir nehmen den Kaffeeweißerbecher. Ah, der ist da. Und der andere ist natürlich wieder nicht da. Kennt ihr das auch? Wenn ihr was braucht, ist es nicht da. Wenn ihr was sucht, findet das nicht. Wenn ihr es nicht braucht, dann grinst euch das so hässlich an, so nach dem Motto, ey, guck mal, hier habe ich mich versteckt die ganze Zeit. Dadurch, dass die Rinne hier größer ist, können wir hier natürlich auch mehr Rinn feuern und richtig waschen. 8, 9 oder 10 Grad hat die so, ja. Aber wir sind ja hier, damit wir das ausprobieren. Und das sieht sehr gut aus. Zack. Habt ihr Bock auf die Videos? Schreibt mal rein. Wie sieht's aus? Oh, geil. Die Vortex-Matte fehlt noch, sehe ich gerade. Und jetzt guckt euch mal dieses 120 Mikron Material an. Das ist der absolute Knaller. Und wir machen jetzt erstmal das Licht klar. 430 Lumen Power. So. 25 Aufrufe, ist doch super. Schreibt ruhig mal rein, was los ist, wie ihr Bock habt, wie sieht's aus und so weiter. Werdet Teil der Bedrock Community. Wir suchen an verrückten Orten nach Gold. Guckt mal hier, diese Powerlampe. Die wird jetzt, denke, so angebracht. Müssen wir mal gucken, wie sich das am blödesten machen lässt. Aber so kommen wir auch schon mal jetzt hier dran. Aber hier noch mal so und so. Sollte klappen. Okay. Aufdrehen. So, wart ihr schon mal Gold suchen in Deutschland? Wo habt ihr Bock oder nicht? Schreibt mal rein in die Kommentare. Wenn ihr cool seid, lasst ein Like da. Bin kein Papagei, aber ich muss euch animieren. So, da bin ich wieder. Sorry Leute. Schlechte Vorbereitung. Aber ich habe hier mehr Technik verbaut wie auf dem Space Shuttle. Etliche Kabel, Stecker, Steckdosen, Pumpen und so weiter. Da kann man auch mal ein Kabel vergessen. So, du kommst hier ran. Wir haben hier wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Steckdosen in Action. Nur fürs Gold. So, da habe ich auch noch eine 20er Testmatte aus dem Discounter gekauft. Der absolute Knaller. Eine Hundeleckmatte. Wenn ihr die seht, dann denkt ihr, das ist die perfekte Riffelmatte zum Goldwaschen. Absoluter Hammer. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den etwas gebändigt kriegen. Muss ich wohl wahrscheinlich das nächste Mal, wenn ich in den Wechselhaus drehe, ein Rollo vormachen oder irgendwas. Mal kicken. Okay. Ist der wieder, ja. Wo wir heute auch noch 120 Mikronen in der Blue sehen. Ich denke euch mal wieder rüber zur Rinne. Webseite verlassen, nee. Abbrechen. Verbindung kommt gleich wieder. Abbrechen. Ja.
Nicht? So. Ich mache es mal so, dass ihr es auch seht. Super feines Material. Ich werde jetzt natürlich nicht rausspülen, weil ich habe ja die ganze Tuppe vorhin sauber gemacht. Da verlinke ich euch mal ein Video hierzu. Und dann könnt ihr euch das ganze Material nochmal reinziehen. Wochenende soll regnen. Knallt euch auf die Couch, reißt ein paar Bier auf. Eine Tüte Chips, Schokolade. Lasst es euch gut gehen. Und ich wasche hier für euch. Gerne, schreibt rein. Worauf habt ihr Bock? Was soll ich waschen? Wie, wo? Wir haben Osterspecial. Da sind wir live an der Front. Waschen und gehen live vom Wasserkante aus online. Im Livestream. So, damit auch nichts verloren geht, wird das Wasser natürlich hier reingekippt. Dann kann ich da noch mal ein bisschen absetzen. Und hier seht ihr dann das Material aus der Video. Das ist nicht besonders. Ich hoffe, ihr seht es. Wird auch hier sicher weggestellt aufs blaue Tablett, wo das andere Material auch liegt. Und das gucken wir, wie gesagt, in der nächsten Sendung. Gibt es ein Special, wie wir aus diesen ganzen Sachen hier dann, die wir in der Pfanne haben, auch das Gold richtig raus extrahieren und im Glas sichern. Ostsee versus Nordsee Special. Zieht euch rein, den Short verlinke ich hier. Gibt es auch nochmal. Wir prüfen, wie viel Gold ist in der Nordsee, wie viel Gold ist in der Ostsee. So. Da nehmen wir auch jeweils 1 Kilo und vergleichen dann die Goldmengen, die im Mikrometerbereich die Blue Bowl ausrichten. Ich habe hier extra Streifen an der Blue Bowl dran. Die habe ich markiert, wo die 100% in Waage stand. So weiß ich, wenn die Tuppe in Waage steht, dann ist die Blue Bowl auch in Waage. Also, see you. Hi, hi. Aber wie gesagt, das ist nur die 120 Mikron Siebung. Der andere Teil ist ja noch im Sieb. Und das wird natürlich auch nochmal gewaschen. Also, wir nehmen alle Schritte mit, damit ihr von A bis Z jedes kleinste Detail, jeden Tipp, jeden Trick mitkriegt. Und damit, wenn ihr Bock habt, selber zu waschen, könnt ihr da für euch das Beste rausziehen. Ich will euch nur mein Wissen weiterleiten. Ich beschäftige mich seit 15 Jahren damit. Und der Januar war so kalt, da hatte ich einfach Bock und dachte, ich mache mal ein YouTube-Video. Dann kamen die ersten Klicks und so hat sich das entwickelt. Und vielen Dank nochmal für eure Community, für die Kommentare, für die Likes, für die Abonnenten. Macht Spaß, fühlt sich gut an. Und wenn ich euch damit eine Freude mache und ihr noch was lernt, haben wir doch eine Win-Win-Situation, Männer. So, Rambo, was ist das? Das ist Gold. Was macht das? Es leuchtet gelb und macht mich glücklich.
Die Vortex-Matte arbeitet auch. Herrlich. Und seht ihr, wie die Rinne hat denselben Winkel, die Rinne hat dieselbe Wasserleistung wie letztes Mal. Seht ihr, wie rein die jetzt wird durch diese Mikronsiebung? Ja, Wasser ist wirklich